So, hallo und herzlich willkommen bei LTE Performance. Heute wieder mal mit etwas Alpen, so wie ich, mal wieder altes Fahrzeug, ist immer in Symbiose. Wir haben hier ein Kundenfahrzeug, was relativ special ist, also ein richtig gut erhaltenes Exemplar. Roter Urquattro, ja klar, meine Farbe, roter Urquattro. Ursprünglich ein 10-Ventiler gewesen, auf 20V umgebaut. Das war ja in den 90er Jahren, in den 2000ern sehr häufig so, dass die umgebaut worden sind. Aber das Entscheidende ist, ihr seht, wir haben den Motor raus, weil der kriegt ein paar Specials. Ganz interessant, er ist umgebaut worden von 10 Ventiler auf 20 Ventiler und das ist ein RR. Das heißt also auch wirklich der Urquattro 20V, der da reingehört. Nicht wie eigentlich zu 90% oder 95% der Umbauten ein 3B aus dem S2 220 PS, sondern tatsächlich einer aus dem Urquattro. Mittlerweile nicht mehr mit Gold aufzuwiegen, so ein RR-Motor, also relativ selten und sehr gefragt. Bei uns kriegt das Ding mal wieder eine Revision, einmal komplett, das heißt neue Kolben, neue Pleuel, einmal neu abgedichtet, das Zylinderkopf überholt, anderen Krümmer, anderen Lader. Roundabout werden am Schluss 500 PS rausspringen. Es wird sich ein bisschen was ändern, wahrscheinlich auch am Lade-Luftkühlersystem, weil RR, wenn man sieht, das ist relativ schnucklig, das Ganze. Also für 500 PS ist das ein bisschen zu wenig. Was bedeutet, wir werden da ein paar Features ändern, die Ansaugung auch ändern, den Krümmer und so. Das wird alles ein bisschen anders werden, so nach LCE-Style mit kurzer Ansaugbrücke, einen schönen Ladeluftkühler dazu. Die 500 PS gehen da raus, das ist eigentlich kein Problem. So, vielleicht ein bisschen was zum Fahrzeug, ganz interessant, weil hat man doch nicht jeden Tag. Sehr gut erhalten, muss man tatsächlich sagen. Ich bin mir nicht ganz klar, ob er schwarz war oder einen schwarzen Motorraum noch hat. Auf alle Fälle sehr gutes Fahrzeug, ganz wenig Rost. Wer schon mal einen 10-Ventiler Urquattro aus der Generation 84, 85 von unten angeschaut hat, die meisten leider nicht mehr so gut, sondern häufig als Winterfahrzeuge oder sowas genutzt worden. Das Ding wirklich sehr gut erhalten, ganz wenig Rost, auch einen guten Erhaltungszustand, hat sich auch gute Sachen einfallen lassen für das Auto, hat eine TTRS-Bremse drauf, eine große 6-Kolbenbremse, Entschuldigung, nicht vom TTS, 6-Kolbenbremse RS, umgerüstet schon auf Radnaben vom Audi S2, genauso wie die Federbeine, also schon zweiteiliges Federbein-Radnabengehäuse, nicht wie vom Urquattro, wo das Radnabengehäuse mit dem Federbein praktisch verschweißt war. Das heißt also ein bisschen schon auf modern umgerüstet, sehr cool, muss ich sagen. Also das Auto ist wirklich gut erhalten. Nach dem Lackieren auch viele Sachen, wo jetzt jemand nicht die meisten gucken, aber die Leisten hier hängen ja oft davon, weil da ist hinten so eine kleine Plastikmutter, die fehlt dann häufig, dann hängen hier die Leisten davon. Also wirklich gut gemacht, das Auto ist wirklich top. Spannend auch, also ganz klar, das Auto ist zu uns ein bisschen ausgeschlachtet gekommen, weil der wollte nicht mit der guten Innenausstattung das gleich herstellen, sondern das Auto hat Digifit. Was ist das für die jüngeren Kollegen unter uns? Digifit. Mäusekino haben wir früher auch gesagt. Das ist ein Digital-Tacho. Der tatsächlich, bei dem muss ich mal gucken, ohne Spracheingabe. Also es gab tatsächlich schon, wenn es für unsere jüngeren Freunde in den Jahren 1984, 85 Spracheingabe, zwar in sehr, sage jetzt mal, reduzierter Form im Gegensatz zu heute, aber man konnte damals schon dieses Cockpit mit Sprache bedienen. Ganz interessant, gab es in Rot und in Grün. Also das sind so Features, die wahrscheinlich die meisten Jungs von euch nicht mehr ganz so mitbekommen haben. Also sowas gab es schon in Urzeiten, deswegen Urquattro. Also, wie gesagt, ganz tolles Fahrzeug, von unten auch top, lackiert neu. Ich hoffe, der Kunde wird sich freuen, wenn er dann den dicken Motor drin hat, weil das Ding läuft dann richtig gut. Jetzt schauen wir uns den Motor mal kurz an. Wenn der schon mal so schön und kompakt hier draußen ist, dann zeigen wir euch mal ein bisschen so, was so ein RR-Motor alles hat. Also serienmäßig 5-Gang-Getriebe, das ist klar. Die Achsen sind identisch zum Typ 85. Der Stabi ist ein bisschen größer, okay. Ansonsten, was man hier sieht, schon das Wastegate, das später auch dann im S2, im RS2 verwendet wurde. Der K24-Lader, 7000er Lader mit Ölschmierung und Wasserkühlung.
dieser kleine Ladeluftkühler, den haben wir gerade schon angesprochen, einen externen Ölkühler. Was ihr hier seht, der ist nicht original, aber wer beim Urquattro schon mal den Ölkühler gesehen hat, der sitzt ganz unten mit so einer Luftführung dazu, der verdreckt sehr gerne, vergammelt sehr gerne und wir reden jetzt von einem Motor von 1985. Also macht Sinn, den Ladeluftkühler zu wechseln von Setrap. Gute Lösung für das Ding da unten. Also das ist wirklich immer, weil ich kenne keinen, wo das nicht vergammelt ist. Ansonsten Drehmomentstütze, das ist auch bekannt vorne bei den Urquattro und bei den S2-Modellen, damit der Fünfzylinder nicht zu viel kippt. Die alte Servopumpe, das ist nicht so eine Zweikammer-Servopumpe wie beim S2, sondern eben noch das alte System mit der einfachen Servolenkung. Ansonsten sieht man schon, wie gesagt, der Motor hat 35 Jahre am Buckel, aber er hat sich immer noch gut gehalten und der hat die Leistung, wir haben es nicht gemessen, aber er fährt sich immer noch toll. Das heißt, Audi hat mit dem Fünfzylinder tatsächlich damals was richtig Gutes gemacht. Was man hier noch sieht, eben die Kurbelgehäuseentlüftung, 5-Zylinder 3B, immer ein Zündfunkenverteiler dran. Das heißt, nicht wie die Modelle ABY, AAN im S6 oder im RS2 der ADU, die eine Einzelzündspulen schon haben, also richtig großen, alten, massiven Einzelspulen, sondern hier wirklich noch mit Zündverteiler und mit einer Zündspule hinten an der Spritzwand. Ansonsten haben wir hier schon einen Silikonschlauch, den hat er wahrscheinlich nachgerüstet von DO 88 sind die normalerweise, eigentlich auch ganz gut. Also optimale Basis, unser Fünfzylinder, da wirklich die 500 PS rauszubringen und die wird er haben. Ich hoffe, wir zeigen euch das Ganze dann, wenn er am Prüfstand ist und so weit, so gut. Wenn ihr noch Fragen zu habt, irgendwelche Fünfzylinder speziellen Themen, unten reinschreiben, ansonsten ein Like da lassen. Schönen Abend.